Eines der schönsten Fahrzeuge der ganzen Welt ist der Mercedes-Benz Vario. Und als er zu Grabe getragen wurde, haben ganz viele Vario-Fans geheult, sodass ein großes Meer entstand, das in die großen Flüsse floss. Aber wir haben hier tatsächlich einen 816D. Er sieht aus wie neu. Das ist der Roman. Ich grüße dich herzlich, Roman. Guten Tag, ja. Ladies first. Du bist Hallo. Du bist Elisabeth. Elisabeth, ja. Entschuldigung. Ich grüße dich, ja. Du hast einen schlimmen Finger, muss man im Moment sagen. Deswegen kannst du nicht alle Klappen öffnen. Nein, da war ein bisschen Unterstützung. Arbeitsunfall. War aber jetzt nicht beim Wohnmobilfahren, oder? Nee, auch nicht beim Nasebohren. Ja, man muss sagen, du hast einen sehr, sehr akribischen Mann. Der ist nämlich Ingenieur. Ja, und dann noch für Kfz. Ja. Ist das schlimm? Manchmal. Der sieht alles, oder? Zu vieles manchmal, ja. Wir fahren unterwegs und schon sagt er mir, hast du gesehen, der hat doch gar keinen TÜV mehr. Ja, das ist so. Ja, es ist aber nicht nur TÜV, sondern du kennst dich gut aus, was auch der Bereich, ich sag mal, Aufbauten angeht und so weiter. Du kennst, ich sag mal, dich wirklich damit gut aus. Wir wollen aber nicht näher darauf eingehen. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dich mal links neben mich stellst, dann zeigen wir es mal gerade. Es ist ein richtiges Schätzchen, was wir haben, denn du hast ein Fahrzeug, was es nicht mehr gibt. Das ist richtig. Dieses Fahrzeug gibt es, ich glaube, seit 2012, 2013 nicht mehr. Unser Fahrzeug ist aus dem Jahr 2007. Als Erstbesitzer war eine Energiefirma aus Österreich, die das Fahrzeug hatte. Das Fahrzeug ist dann in 2017 wieder nach Deutschland gekommen und hier von der Firma Emmert aufbereitet worden, sage ich. Wie neu, oder? Jo. Eigentlich wie neu, ja. Kann man genau so sagen. Die haben es echt drauf, muss man sagen. Also die Lackiererei, die Lackierarbeiten sind gut geworden? Die Lackierarbeiten sind gut geworden. Die Innenausbauten, wie man hier sieht, auch die Polsterung, Abpolsterung sind toll geworden aus Alcantara. Sag das mal gerade. Das ist so ein Alcantara-ähnlicher Stoff, der extrem pflegeleicht ist, sehr warm, muss man auch sagen, oder? Ist er, und selbst wenn er ein bisschen Verschmutzung hat, geht gut wieder weg. Ja, man kann das nämlich, ich sag mal, extrem feuchten Lappen, gell? Genau. Die Mikrofasertücher sind da ganz super. So, das ist so hier. Alles ist mit, ich sag mal, Alcantara ausgelegt, was natürlich für den Raumklang, das Ganze scheppert nichts, hier klappert nichts. Gar nichts. Also ich bin mal mit einem anderen Vario-Fahrer zusammengefahren und der sagte, das ist ja überhaupt nicht zu fassen, wie leise das Fahrzeug ist. Was krass ist, er riecht nicht nach Diesellok. Ja, und das ist also auch ein Vorteil. Er riecht nicht nach Motorenöl. Nein, definitiv nicht. Ja, Vario, es gibt eine tolle Geschichte beim Vario. Der Motor ist hier unter der Klappe drunter, der Zugang. Ist er denn nicht laut? Nein, der ist von innen abgepolstert worden, beziehungsweise geräuschgedämmt worden. Und insofern, ja, es ist ziemlich leise geworden, das Fahrzeug. Ja, er ist leider natürlich CO2 und Co. zum Opfer gefallen. So ist es. Viele heulen ihm was nach. Er hat 3 Sperren mit drin, hast du mir erzählt. Also der ist extremst geländegängig. Der ist extremst geländegängig. Wir haben Sperre Hinterachse, Sperre Mitteldifferential. Also von daher, wir sollten überall durchkommen, auch mit den etwas größeren Reifen, die wir haben. Mit dem entsprechenden Profil sind wir aus meiner Sicht für den normalen Pistenbetrieb super gut gerüstet. So, ich zeige mal gerade was. Das ist die Farbe deines Fahrzeuges. Das ist hier eine Farbe, die die Firma, die ihn gebaut hat, wahrscheinlich in großen Gebinden gekauft hat. Denn hier neben steht nämlich noch eins in der Farbe. Das ist der Markus. Grüß dich, Markus. Das ist dein, wieder mal mit der Teetasse, der Teetassen-Markus. Ja, ich glaube, es wird so langsam zu meinem Markenzeichen, dass ich mit meiner Tasse mit grünem Tee rumlaufe. Und ja, hallo Sven. Ja, Du bist Weltenbummler. Ja, ich glaube, ich habe viel gesehen, bin viel unterwegs und könnte man, glaube ich, so bezeichnen, ja. Das ist so, ja. Du hast eine andere Fahrzeugklasse. Das hier ist ein 11-Tonner, oder? Das ist ein 15-Tonnen-Fahrgestell und hat ein Gesamtgewicht jetzt von knapp 12 Tonnen. So, aber hier sind wir auf einer ganz anderen Baustelle. Ja. Wir haben hier knapp über 5 Tonnen Leergewicht und ihr könnt über 1 Tonne zuladen. Ja, fast 1,5 Tonnen. Wir haben nämlich knapp 6 Tonnen Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht liegt hier bei diesem Fahrzeug bei 7,5 Tonnen. Ja, wer sich auskennt, das ist jetzt Baujahr 2007. So, 2007. Die sind unkaputtbar, die Hobel. Was hat der gelaufen? Der hat noch fast gar nichts gelaufen. Der Motor ist
eigentlich noch gar nicht eingelaufen. Der hat 27.000 Kilometer gelaufen. Klingt fast nach Feuerwehrauto. Ja, Energieversorger halt. Ja, jetzt sieht Da man schaust das. du dir gerade die Astabweiser an, wo Emmert, der Alexander Emmert, sehr viel Wert und sehr viel handwerkliche Arbeit reinsteckt, um die für jedes Fahrzeug passend zu gestalten. So, krass ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man sagen. Also ihr habt im Vergleich zu vielen anderen moderates Geld bezahlt, 180.000 Euro roundabout, plus noch ein bisschen was ihr noch eingebaut habt. Ja, wir haben sind immer noch dabei, weil wir das Fahrzeug erst im August erstanden haben in diesem Jahr. Insofern, meiner Frau fällt immer noch irgendwas ein, was wir noch einbauen könnten. Und insofern ist die Firma Emmert da auch immer noch gefragt, das eine oder andere nachzurüsten. Ja, du hast ein ganz tolles Fahrzeug mit einer Aufbaubreite von 2,50 Meter. Die Höhe kann ich nur schätzen, so 3,30. Nee, 3,66. 3,66. Also nach oben sind gerade noch mal 34 Zentimeter Luft zur maximalen Höhe nach Straßenverkehrszulassungsordnung. Man muss sagen, da kennst du dich gut mit aus. Ihr habt dort einen zweiten Stock eingebaut, nehme ich an. Das heißt, ihr lebt auf 2 Etagen, oder wie? Naja, nicht ganz, aber wir haben halt einen Doppelboden, der schon alleine 30 Zentimeter Höhe hoch ist. Und Ach so, ihr habt einen beheizten Doppelboden? Oder? einen Doppelboden haben wir drin. Da unten drin. Jawohl. So, das heißt, da ist einmal hier die Treppe drin, wie man sieht. Der Boden ist hier hinter. Was hat der für eine Funktion? Da sind die ganzen Versorgungsleitungen drin, die Tanks sind da zum Teil drin und von daher auch die Wärmedämmung von unten nach oben ist dadurch gegeben. Also insofern. Also alles liegt im Doppelboden drin, im geschützten Bereich. Genau. Das heißt, das Fahrzeug ist gebaut für extremste Temperaturen. Du bist so eine kleine Frostbeule? Ja, muss ich sagen. Also ich denke, aber hier werde ich keine Not leiden. Ist es warm, der Fußboden? Ja, wenn wir die Heizung anhaben, ist das richtig, richtig warm. Das ist also mehr als zu Hause zu merken. Ja, das ist wichtig, denn ich sage mal, das Thema Wohlfühlen, es gibt nichts Schlimmeres wie kalte Füße. Ich bin auch so ein kalte Füße-Typ. Also ich habe bei mir einen Warmteppich unter. Wir haben jetzt hier nur diesen Holzboden drin, aber das ist völlig in Ordnung. So schön warm wie er wird, bestens. Kann ich nur. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. 3 Meter, über 3,60 Meter Höhe ist Astabweiser ist dabei in der Höhe. Astabweiser ist dabei in der Höhe. So, dann habt ihr hier eine ganz fette Heckgarage mit drin. Die ist auch Das wirklich kann man so klasse, sagen, oder? Ne? Das kann man schon so sagen, dass sie richtig fett ist. Also da haben wir richtig Platz drin. Da hat der Ausbauer wirklich auch Überlegungen reingesteckt mit den Airline-Schienen am Heck, mit dem rutschfesten Boden. Das ist der Hammer, der Boden, Ja, oder? der ist cool. RTW, sage ich jetzt nur. Das ist kein, Ist so. das ist nicht aufgedruckt. Das sind so Kunststoffpartikel, die miteinander verschweißt werden. Also das Ding ist säurebeständig. Da kannst du, was weiß ich, Atommüll draufkippen. Ja, Das war Spaß. Aber das ist jetzt Feuerwehrtechnik, was wir sehen. Das heißt, die Schränke hier, das sind jetzt normale Schränke, Holzschränke, oder sind das schon aus diesem Material, was die Feuerwehren verwenden? Nein, das sind noch normale Platten, die auch im normalen Wohnmobilbau Verwendung finden. Warte, ich zeig das mal, denn es lookt schon ein bisschen Victor Elektrik. Ja, dass wir das mal sehen. Ich als alter lizenzierter Funkamateur bin natürlich immer froh, wenn ich so einen Multiplus sehe, einen 3000er. Der steht auf 24 Volt? Nee, auf 12 auf 12 Volt. So, das ist so. Das heißt also, der hat richtig Power, der kann also kurzzeitig auch viel mehr, muss man sagen. Ja, in jedem Fall kann er 3,5 Kilowatt bringen und das haben wir noch nicht genutzt, aber ich gehe davon aus, dass das auch noch kommen wird. So, und da sehe ich schon mal 200 Ampere-Stunden. Was ist insgesamt drin? 225 Ampere-Stunden, Lithium. Lithium. So, das lang für euch? Bitte? Das langt jetzt erstmal. Gut, ihr seid ja auch genügsam, das heißt also. Genau. Habt ihr einen Stromgenerator drin? Nein, den haben wir nicht drin. Wir haben dafür Solaranlage auf dem Dach mit 400 Wattstunden und von daher, das ist ja auch schon ordentlich. So, jetzt zeige ich mal was. Du bist 1,96 Meter. 93. 1,93 Meter und du hast Stehhöhe unter dem
unter der Klappe. Das heißt, du wirst A, nicht nass und B, ist es so getimt, dass auch große Menschen da Platz finden. Ja, genau das ist es. Also insofern, das ist schon nachgedacht. Wenn man sie nochmal auf die andere Seite geht. Wir machen mal eins. Mich interessiert was ganz anderes. Da vorne ist ein Schlauch von Gardena. Ich habe ja den Aufrollschlauch. Kennst du den? Der sich so ganz dünn aufrollen lässt. Ja, ja doch, den kenne ich. Aber was ist den das für haben einer? wir extra nicht genommen, weil ich da eher Angst habe, dass das mal zu Verschleiß führt. Es ist ein ganz normaler Schlauch auf der Trommel. Auf der Trommel, das gibt's. Ja, da darf ich das mal sehen? Also ja, klar. Genau, wie ist da reinzukommen? Wie kommen wir da Wir rein? müssen da mal von der anderen Seite. Weil ich finde den total spannend, diesen Schlauch. Weil das Thema Betanken ist immer so ein Riesenthema. Sag mal, ihr habt eine Außendusche. Der ist ja stark. Ja. Ein Hund, Haustiere? Nein, haben wir nicht. Aber ich denke, es wird sich trotzdem häufiger eine Gelegenheit finden, wo man diese Dusche nutzt. Ist der geil. Zieh mal aus komplett. Ich will mal gerade sehen, wie lang der ist. Bitte. Gehen wir jetzt 15 Meter. Ja, mach mal. Also das heißt, du ziehst einfach dran, das kann eine Person machen, oder? Ganz leicht. Lässt sich auch wunderbar wieder einrollen. Ich muss den haben. Lässt den Griff da unten ja auch umklappen. Dann ist es wirklich schön platzsparend. Lässt sich irgendwelche kleinen... So, und wenn du jetzt... Genau, wenn du jetzt mal liegen lässt und einfach mal zurückkommst mit mir, einfach mal liegen lassen den Schlauch da unten und fahr ihn mal bitte ein. Also ich mache ja ungern Werbung für die Firma Gardena, aber die haben es geschafft. Ich hatte vorher immer eine Tiefbodenpumpe auf 380 Volt und habe jetzt eine 230 von Gardena und die funktioniert. Das Zeug funktioniert von Gardena, ne? Also so wie wir das bisher alles hatten, ja. So, ich zeige mal gerade, ob da irgendeine Bezeichnung draufsteht. Sag mal, wenn du den einklappst, das ist entsprechend arretiert oder brauchst du das nicht, oder? Das hält so. Das hält jetzt so, da rollt nichts mehr weiter ab. Ist das schwer? Nö, fass ihn selber mal an. Ich würde warte mal, schätzen, ich so mal 3 Kilo. Oh, ja, 3 Kilo ungefähr, können auch 5 sein. Aber viel mehr nicht. Genau, wenn du mal gerade drehst, bitte. Zeig mal gerade, da hinten ist noch ein Anschluss. Was kann der? Ja, da wird der Schlauch zur Befüllung an den Ach, du hast einen kleinen genommen. Zwischenschlauch dann. Genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, Ich kann es mal eben zeigen. ja, Das ist dieser. ja. Der ist dabei? Dann, bitte? Der ist dabei oder ist das? Der gehört zu dem Set, ja. Okay, klasse. Den steckt man dann hier so drauf. Andere Seite. Ich Ja, habe noch die Adapter extra drauf das war's. für 1,5 Zoll und 3/4 Zoll. Und natürlich ein Wasserdieb hast du auch dabei, oder? Bitte? Ein Wasserdieb, kennst du das? Zum Draufschrauben? Nee, Das ist, den habe ich noch nicht dabei, der ist noch nicht eingepackt. krass. Ja, es geht ja eigentlich ums Auto, aber so Kleinigkeiten liebe ich. Ist okay. Sind schon wichtig. Passt. So, einfach mal stehen lassen, bleib mal kurz ums Eck, dann können wir hier mal weitergehen, denn was ich total klasse finde, sind eure, ich nenne es mal, Sandbleche. Die sind ja so Wobei, dünn. Das war ein Gimmick, was unser Vorbesitzer eingebaut hat. Das müsste man ausprobieren, inwieweit das tatsächlich Das sind müssten sein. GfK Maria. Sandbleche. Hi. Das sind GfK Sandbleche und es gibt, soweit ich weiß, nur einen Hersteller in Ostdeutschland, der diese Sandbleche macht Fertig. und dann aber auch mit dem Logo versieht. Also das fand ich total klasse und da habe ich auf Anhieb bei ihm einiges jetzt angefragt. 500 bestellt. So, Nee, ja, genau. aber es ist ja so, wenn du gar keine hast, ist ja auch doof. Und da es ja GfKs sind, die extrem haltbar. Ja, und sehr dünn und man kann sie überall verstauen. Ne? So, jetzt hast du, Das in jedem Fall. großer Fan von Euroboxen bist du. Und, Das sieht man doch, oder? Du kannst das machen. Du hast einen Festtank, Abwassertank hast du? Ein Abwassertank, Grauwassertank haben wir. Wie viel? 135 Liter. Ja. Und Frischwasser? Frischwasser haben wir knappe 200 Liter, dass wir auch ein paar Tage tatsächlich komplett autark stehen. Und das wollte ich dir vorhin eigentlich schon gezeigt haben. Genau. Als nächste Anschaffung kommt hier ein Halter hin, Damit? ich auch mal draußen duschen kann. Achso, dass dann eine Frau dich nicht sehen muss. Genau. Wobei, wir haben ja eine Badezimmertür, von daher da kann ich... Wir gehen auch gleich mal rein, der zumachen. Grundriss. Genau. Ich habe eben mal so ein bisschen reingelugt. Ist etwas ungewöhnlich. Es ist der Hammer. Also ich kann euch so viel schon mal sagen, es ist ein sehr ungewöhnlicher Grundriss, aber er hat dir auf Anhieb gefallen, oder? Das hat er. Ja, insgesamt auch der Ausbau von innen. Ne? Ich finde ihn so von dem Gesamten sehr ansprechend wohnlich.
So, sehr schön. Wäre auch schlimm, wenn anders wäre. Was ist in der kleinen Tür drin? Da ist die Wasserversorgung drin mit einem Wasserfilter. Gut, wir haben die Tanks jetzt schon geleert. Deswegen ist der Filter jetzt auch fast. Achso, ihr habt den eingewintert, so ein bisschen. So ein bisschen schon, ja. Der läuft bei euch mit Strom dann auch im Winter? Also das heißt, der hat immer eine Mindesttemperatur? Ja, wir werden in jedem Fall einen Stromanschluss dranlegen im Winter jetzt. Und so, dass ein bisschen Temperatur auch gewonnen wird, ja. So, der kann ja 7,5 Tonnen. Trotzdem fährt er hinten, das ist ja ganz wichtig für das Thema Offroad, nur auf einem Reifen und nicht auf Zwillingsreifen. Nein, es ist eine Single-Bereifung. Es ist auch ein etwas außergewöhnliches Format mit 19,5 Zoll Raddurchmesser. Diese Reifen- oder Radreifenkombination ist heute nicht mehr ganz so gängig. Ist die denn zugelassen? Ist die eingetragen? Ja, natürlich. Das war Spaß. wenn man weiß, wo du arbeitest. Nee, egal. Ja. So, ich zeig mal gerade hier unten drunter. Das heißt, diese ungewöhnlich hat die Vorteile, die 19 Zoll? Was ist da normal drauf? Ja, dass die Räder halt etwas größer sind und dadurch die Offroad-Fähigkeit noch ein bisschen... Ach, der Durchmesser ist größer, deswegen ist die Auflagefläche größer. Ganz genau, die Auflagefläche wird größer. Pi mal R. Und, bitte? Pi mal R. Pi mal R, ja genau. Du hast noch das Abiturwissen, ne? Absolut. Ja, als Ingenieur muss man ja viel wissen, das heißt, ihr müsst auch viel berechnen. Kannst du noch viele Sachen von Hand berechnen eigentlich? Also nachberechnen vielleicht noch, aber die Praxis zeigt doch, dass man vieles, was man im Studium gelernt hat, nicht unbedingt mehr anwendet. Und insofern. Ich zeig mal gerade. Also ihr fahrt ja immer rückwärts, deswegen sind die beiden Frontlampen wie beim Zug, habt ihr hinten angebracht. Oder sind das Lampen? Das sind natürlich keine Lampen, das sind KCT Bullaugen, sage ich jetzt einfach mal. Das Beste vom Besten. Ja, nur. Nur. Es sind halt Bullaugen feststehend. Es gibt da keine Möglichkeit, die zu öffnen. Aber das ist aus meiner Sicht aufgrund der anderen Fenster auch überhaupt nicht notwendig. Sag mal hier, wenn man das, Entschuldigung, bitte. Gerne, nee. Wenn man das sieht, jetzt sind hier beide Heckklappen sind offen. Es sieht so ein bisschen aus, als könnte er fliegen, ja. Ich habe früher bei den Autos, Spielzeugautos, immer die Türen aufgemacht, damit sie aussehen wie Flugzeuge. Ganz so ist es nicht, aber wir kommen gut vorwärts. Naja, immerhin darf er auch laut Gesetzgeber 100 km/h auf der Straße fahren. Also von daher... So, sogar in Frankreich 110 sogar. Ja. Siehst du, das... Ja, in Frankreich. Ihr habt eine Klimaanlage am Dach? Wir haben eine Klimaanlage nicht auf dem Dach. Wir haben die Klimaanlage als Stauraumklimaanlage. Und da oben? Was du dort oben siehst, ist eine Satellitenantenne, damit man auch ein bisschen Fernsehen schauen könnte. Ja, dann siehst du im oberen Bereich diese ganz vielen Diodenlampen. Ja. Du siehst sie wahrscheinlich. Da oben, diese Streifen. Da oben. Wir können also rundum das Fahrzeug beleuchten, sodass wir auch sehen, wenn vielleicht mal jemand dem Auto zu nahe kommt. Das heißt, du kannst auf den Knopf drücken, da sind alle Lampen auf einmal an, so eine Art Panikfunktion. Das kann ich machen. Ja. Es gibt allerdings auch eine Bewegungsmelderfunktion. Da kann ich dann Bewegungsmelder einschalten. Die sieht man dort unten als Beispiel für die linke Seite. Ach so, für Tiere. Das ist Bewegungsmelder. Und der Bewegungsmelder sensiert dann halt die Bewegung und schaltet das Außenlicht dazu. Ja, vielleicht als Hinweis, das ist ein KCT-Fenster, also wenn das jemand sieht, bitte nicht einbrechen, weil holt eher eine kleine Flex und macht hier ein Loch irgendwie in die Seite, weil die Fenster sind ungeeignet. Geht schneller. Geht schneller. Also KCT, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, einbruchsicher. Insofern ist das schon eine tolle Sache mit diesen Fenstern. Aber wenn er jetzt ein bisschen höher wäre, wäre er fast quadratisch. Ja, dann. Aber das wollen die Leute. War zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, die Proportionen, aber aufgrund des nicht ganz langen Radstandes
ist er halt sehr beweglich. Also der Hammer. PKW-Fahrer. Der hat, ich sag mal, Rampenböschungswinkel. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt, ist hier wahrscheinlich der Wassertank hier unten. Nein, das ist der Kraftstoff. Ja, ist ja klar. Sogar mit 300 Liter Volumen. Aber trotzdem, Ja. das heißt, du bist nicht der Wüstenfahrer, oder was? Nein, es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Wobei, das ist beim Vario tatsächlich eine Sache. Die Halter sind nicht tiefer als das Mittendifferential. Also, das heißt, Das bedeutet also, die Bodenfreiheit ist nicht eingeschränkt durch den Tank. Ja, natürlich. Sondern die Bodenfreiheit ist halt durch das Mittendifferential etwas Aber gut, eingeschränkt. der Rampenwinkel ist natürlich trotzdem leicht eingeschränkt. Ja, So ist es halt, aber dafür hast du 300 Liter. Das heißt, du hast noch einen Zusatztank oder war es das mit 300? nee, das war's mit 300 Liter, eine Reichweite 300 Liter. Ja, kommen wir schon ganz schön weit mit knapp 700. 18 bis 20 Liter auf 100. Da kommt man doch schon ein bisschen weiter. Es sei denn, ihr lasst die Heizung natürlich bollern. Die ist nämlich auf Ja, Diesel. genau. Die ist aber auch genügsam. Die Truma, was sieht die so an teurem Diesel? Das habe ich noch nicht gemessen. Dazu ist das jetzt zu kurz gewesen, die Zeit, die wir das Fahrzeug im Besitz haben. Das wird jetzt der erste Winter bringen, wenn wir wegfahren. Stinkt die? Nein, Nein. Also das merkst du nicht mit dem Diesel. nein, Okay. nein. Also von daher, die unterscheidet sich kaum von der Gasversion. So, mach mal bitte auf hier unten. Ich will mal sehen, was da so drin ist. Weil ihr habt ja einen Doppelboden und es ist Doppelboden. Das sind jetzt reine Staubkästen. Hier ist auch tatsächlich ein freier Staubkasten, wo wir noch nichts drin haben. Elisabeth, ich brauch dich mal gerade. Die braucht ihn noch mal. Was würdest du da reinmachen? Der ist wasserdicht. Der ist wasserdicht. Nein. Leider nicht ganz. Von Ist ja nicht schlimm. Da sind wahrscheinlich Sachen drin, die auch nass werden dürfen. Solche Bergewerkzeug. Ja. Werkzeug und, Die ja. Vorliebe zu den Eurokisten. Ne? Du kannst dann ja auch die mit reintun und dann zu schnell wieder und das soll nicht so nass werden. Also es gibt ja Fächer, die schmutzige Sachen beinhalten können. Das kann schweres Werkzeug sein, das kann Abschlepp oder keine Ahnung. Muss man haben, wenn man unterwegs ist. Also von daher, ich bin da schon sehr Hier? für. Hier ist der Gastank hinter versteckt. Ah, zeig mal. Wir haben auch noch Gas. Eigentlich wird alles, So wie ich dich kenne, hat der 300 Liter, der Gastank. na, nicht ganz. Da sieht Oh, ist der süß! so einen niedlichen. Oh, ist der Aber da der goldig. einzige Gasverbraucher die Kochfläche ist, kommt man da schon sehr Der ist weit. nur zum Kochen. Nur zum Kochen. Ich habe so einen süßen kleinen Gastank noch nie gesehen. Der ist ja niedlich. Also da lohnt sich doch gar nicht, den auch mit LPG zu füllen. Aber trotzdem, es gibt ja als Alternative noch... Nur zum Kochen. Ja, dafür ist er genial. Das heißt, der hat wahrscheinlich so 20 Liter, 30 Liter, sowas. 28 Liter. War gut geschätzt. Oh, ist der goldig. Aber wir können auch draußen grillen, ne? Stimmt. Ihr habt einen Außengasanschluss. Moment, das ist auf der anderen Seite. Ja. Aber dann hätten wir ihn auch genutzt. So, komm, wir machen mal eins. Wir machen mal eine kurze Rundum. Du hast hier hinten noch so ein Rampending. Ja. Man kann das hochklappen? Nö, brauchen wir nicht. Das kann man nicht mehr hochklappen, weil im Normalfall hier auch noch das Ersatzrad sitzt. Das haben wir im Moment demontiert. Mi ist wahrscheinlich Mittelerde, oder? Da, wo ihr wohnt. Ja, genau. Nee, was für ein Ort, Mi? Mi ist Kreis Minden-Lübbecke. Okay. Wir wohnen in der Stadt Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen, habe ich schon mal gehört. Das ist direkt an der Autobahn, gell? Das ist direkt an der Autobahn, wo die Stadt durch die Autobahn zweigeteilt wurde in einen Nord- und einen Südbereich. Ja, toll, oder? Nach 40 Jahren ist irgendwann jetzt vor 2 Jahren die Nordumgehung eröffnet worden und von daher ist das jetzt nicht mehr der Fall. Und das Die waren ist wirklich toll, getrennt toll, durch die toll. Autobahn. Eigentlich. Ja, prinzipiell schon. Es war eine große Die Straße. Straße ging mitten durch den Ort und wenn man über diese rüber wollte, zu bestimmten Zeiten, musstest du tatsächlich dafür Zeit einplanen. Ich würde mal sagen, um sie überqueren zu können, so gute 10 Minuten bis Viertelstunde mehr als sonst. So, ihr habt euch für einen Hersteller entschieden. Ihr habt das Fahrzeug ja übernommen, muss man jetzt mal sagen. Da gab es eine, ich sag mal, recht traurige Geschichte dazu. Die Leute wollten auf Tour gehen, sind dann krank geworden und konnten gar nicht so von richtig. daher dann nicht weiter eben ihren Wunsch verfolgen. Haben Sie es jemals denn einmal nutzen können? Oder? Sie haben nur kurze Trips gemacht, so wie Sie uns erzählt haben. Ja. Leider nicht die große, die Sie geplant hatten. Sie wollten eigentlich Afrika erkunden, aber
Das war dann eben krankheitsbedingt nicht mehr möglich. Hat nicht mehr geklappt. Trotzdem seid ihr jetzt bei einem Hersteller, der sowas baut. Und das schafft ja Vertrauen. Das heißt, wer sowas bauen kann, der kann auch Reisemobile bauen. Bestimmt sogar. Denn diese Koffer sind hinten drauf ja dann auch noch Crashtest geprüft. Und ich denke mal, das wird natürlich auch mit übernommen für den Aufbau der Wohnmobile. Und das ist natürlich gut zu wissen. Sag mal, dein Mann ist Ingenieur. Was bist du? Was hast du gelernt? Ich bin nur dumme Lehrerin. Das ist eine dumme Lehrerin, das gibt's ja Quatsch. Ich habe Lehrerinnen damals geliebt, als ich Kind war. Tatsächlich? Das sind nicht so viele. Was für eine Lehrerin bist du? Ich bin an einer Berufsschule und bin dort in dem Bereich verstärkt für die medizinischen Fachangestellten. Echt? Du bist das? Ja, aber es gibt noch ein paar mehr davon. Okay, was ist da so zu lernen? Das heißt, wie man... Letztendlich einmal ein bisschen was über die... letztendlich über die Krankheiten und was man da am besten gegen tun kann und natürlich auch, was organisatorisch aus wirtschaftlichen Gründen, sage ich mal, für die Führung einer Praxis von Bedeutung ist. Ich habe eine Fettleber, was mache ich jetzt? Am besten nicht mehr ganz so viel trinken, ne? Nee, ich trinke ja nicht viel, aber... Ach, tatsächlich? Nee, gar nichts. Aber ich esse viel Kohlenhydrate, habe ich gehört. Das, denke ich, hat die Fettleber nicht zur Folge. Ja, das ist so. Schauen wir mal gerade. Du hast keine Fettleber. Nein, ich trinke aber auch keinen Alkohol. Ich speichere dir mal schnell die Telefonnummer von ihr ab. Ja? Falls du mal in eine Notsituation kommst, kannst du sie anrufen. Dann kannst du sagen, bitte feste auf die Wunde drücken, Druckverband anlegen und so weiter. Das heißt, du kennst dich ein bisschen aus mit Erster Hilfe? Na klar, das gehört dazu. Du könntest auch Notstellung machen, das heißt also, wenn es mal jemand nicht so gut geht, auch mal hier dieses Pumpen am Herzen und so. Auch das gehört ja zur Ersten Hilfe, klar. Soll man üben dauernd, oder? Das heißt also, dauernd nicht, aber immer wieder. Immer wieder, weil viele haben ja so diese Sachen erst gemacht, als sie einen Führerschein gemacht hatten. Das war bei mir vor 86 Jahren, das heißt, ich weiß nicht mal, wie es geht. Ich finde, du hast dich gehalten. Dankeschön. Bitte. Die sind nett. Man muss ja sagen, wenn du ja jemand hast, der sich im Kfz-Handwerk extrem gut auskennt, Ingenieur ist, das sind ja nicht die liebsten Kunden, weil er sieht ja alles, ja. Nein, bisher ist es mir nicht aufgefallen. Nein, Herr Langosch ist ein ganz lieber. Ganz lieber und ganz Vielen Dank. Ja, man muss auch sagen, du hast eine neue Tür bekommen, das heißt, die Tür hat sich ein bisschen verzogen, kann passieren. Wie sind Sie damit umgegangen? Also wir gehen damit natürlich sehr locker um, weil es ist eine Manufakturwerkstatt hier und da passiert es schon mal, dass Dinge nicht ganz so funktionieren, wie es eigentlich geplant ist. Aber wenn man dann hierher kommt, da kann man im Grunde genommen zu fast jeder Tages- und Nachtzeit kommen. Also das muss schon mal erwähnt werden. Wir sind Ganz super. irgendwann mal um 19:30 Uhr hier angekommen. Was, 19:30? 19:30 Uhr, halb 8 sozusagen, sind wir hier angekommen. Und da wurde sofort mit uns auch Kontakt aufgenommen, die Mängel besprochen, wie es abgestellt werden kann. Hergeholt. Ne? Sofort, dass wir wirklich eine kompetente Ansprechpartnerin. Ich habe gedacht, ich spinne. Um halb 8? Ja. Ja, ist ja super. Man muss sagen, echt, habt die Leute aus dem Bett geholt? Nein. Wir hatten zweite Schicht. Ja, zweite Schicht. Also hier wird auch nachts lackiert, das ist so, deswegen war immer jemand da. Die sind aber auch hilfsbereit, muss man sagen. Total. Du selbst hast zum Beispiel, du hast eine Nachlackierung bekommen. Die hast du gestern bekommen. Auto stand hier, die ist heute fertig. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt, dass ich hier in Lingen bin. Und Steinschlag war das es gab Böse. da ein bisschen Fremdkontakt, ganz genau. Und da wurde das gleich ganz unbürokratisch jetzt gestern Abend noch gemacht. Und alles gut. Finde ich prima. Ja, so muss es sein. Ich zeige mal was. Wir stehen hier vor einem Koffer. Das Material, was hier der Koffer hat von dem anderen Fahrzeug, ist das gleiche wie hier? Ja, das gleiche. GFK-Koffer, Sandwich-Koffer. Komm, ich zeig's mal gerade. Hier vorne sieht man es nämlich schön. Hier am Radlauf, das Zeug ist unverrottbar. Genau. GFK, Spezialkunststoff, sagen wir jetzt nicht was. Thermomaterial, Spezialkunststoff, GFK. Entschuldigung, Aluminium. Da ist jetzt RTWs Aluminium. Ja, und, ganz genau. Und bei den Wohnmobilen, was macht ihr da? GFK statt GFK. Aluminium. Also zweimal GFK bei Wohnmobilen, Genau. bei RTWs ist Aluminium. Genau. Warum ist Aluminium bei RTW? Aluminium, weil man dann die Wände besser bestücken kann, sagen wir mal so. Also man kann dann viel mehr, wenn man sich überlegt, wie da die Kabelbäume verlaufen, kann man dann viel mehr
dran hängen. Quasi. Bei Wohnmobilen ist es auch so, aber da kann man die Ecken so schön verkleiden, dass man es kaum sieht. Also die Ecken fallen oder die Kabelkanäle, sondern das fallen kaum auf, wenn man das dann im gleichen Dekor nochmal abstimmt. Wir machen mal eine kurze Reise nach draußen, denn da gucken wir uns mal was an, was dir ziemlich abgeht. Denn die haben mal so einen Koffer einfach mal ich glaube 180 Grad mal hingeschmissen und haben den ausprobiert. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den Koffer. Bitte? Ja, hast du schon gesehen draußen? Nein. Da steht einer. Den habe ich noch nicht gesehen. Komm, wir gucken uns den mal an, Ja, weil da gab es nämlich einen TÜV-Test oder irgendwas gab es. Genau, ein DEKRA-Crashtest nach 1789. 1789, das ist die Norm, nach der wir bauen, die RTWs bauen. Und dann, das wissen aber die wenigsten Privatpersonen tatsächlich, dass wir den Crashtest gemacht haben, weil die wenigsten danach fragen. Das heißt, die wenigsten Hersteller, man will ja keinen schlecht machen, aber die wenigsten Hersteller machen es. Nein. Also ich kenn Deswegen ist das jetzt nicht in Darf ich aller dazu mal Munde. sagen? Also die weiße Ware, was so vom Fließband kommt, das wird ja anders gebaut. Hier wird ja erst die Kabine gebaut, dann die Wollte ich Innenrichtung. gerade sagen. Bei weiße Ware ist ja umgekehrt. Und wenn du da Autounfälle siehst, da gibt es ja auch so, Reporter. Auch Videos zu. Was dann passiert, dann wird die ganze Kabine löst sich vom Rahmen. So, stopp. Ich kann ganz kurz mal warten, ja. Du hast das Ding hier noch nicht gesehen vorher, richtig? Nein. Versprochen. Versprochen. Du auch nicht. Nein. Okay, Nein. das heißt, kannst du auch. So, jetzt darfst du noch mal sagen. Das heißt, die Dinger lösen sich auf quasi. Normalerweise ja. Ja. Ich kenne nur die Bilder. Also jedenfalls die weiße Ware, die wir so kennen. Ne? So, das ist ja weiße Ware. Hier steht übrigens mein Auto. Ich zeig's mal gerade. Das einen tollen Platz hier gefunden hat. Koffer, genau. Nochmal bitte. Das ist der Crashtest-Koffer und den mussten wir nach 1789, so besagt das die Norm, bei der Testung mit 5 Tonnen belasten. Das heißt, der Koffer, also die Wände, halten jetzt 5 Tonnen Gesamtgewicht. Das habe ich nicht verstanden. Klär mich mal auf. Was heißt das? Das heißt, dass das Fahrzeug maximal belastet werden soll. Also die was heißt Kabine und belastet? der Koffer belastet so, dass das Fahrzeug, also das Fahrgestell plus der Koffer zusammen 5,5 Tonnen wiegen oder 5 Tonnen mindestens. Okay. Und dann, was habt ihr dann gemacht? Und dann wird er auf die Seite geschmissen. Geschmissen, wie Geschmissen. denn? Kommt da ein Mann, schmeißt den auf die... Ja, genau. Das ist so eine Hebevorrichtung und die hebt sich dann und irgendwann mal bei einem bestimmten Winkel klappt das Fahrzeug zur Seite. Hier, von diesem Aufhänger. Ganz genau. Und dann wird geguckt, bei welchem Winkel klappt das Fahrzeug zur Seite. Und wenn es zur Seite fällt, löst sich der Koffer vom Fahrgestell, ja oder nein. Das ist der Kipptest. So, und den hat er bestanden. Den hat er bestanden, genau. Er ist einmal auf die Seite geschmissen worden. So, und dann folgen die dynamischen Tests. Das heißt, es ist ein Schlitten, da wird der Koffer aufgebaut. So nur der Koffer, nicht das Fahrgestell, weil Daimler hat ja schon die Fahrgestelle getestet, hoffentlich. Genau. So, dann wird der Koffer einmal vom Fahrgestell gelöst, wird auf einen Schlitten aufgebahrt und wird dann einmal mit 80 Kilometer beschleunigt und dann sofort abgebremst. Das heißt, damit man sieht, von hier sieht man das sogar. Nochmal, was heißt sofort abgebremst? Gegen eine Mauer gefahren? Oder? Ja, nicht jetzt gegen die Mauer geschmissen, so dass er aufprallt, aber er wird abgebremst, damit man sieht, ob alle Schränke, die jetzt hier drin sind, sich von der Wand, von der GFK-Wand lösen. Hat sich irgendeine gelöst? Nein. Es gibt Videos, es gibt Beweisvideos, die wir auch jedem Kunden zeigen können. Es gibt auch ein YouTube-Video, welches wir online gestellt haben. Ja, genau, solche Sachen sind dann klar. Ne? Also das ist dann die Wand passieren. Und GFK. Absolut. Ja. Da wird keiner dabei verletzt. Diese Linie, die du da vorne siehst, diese rote Linie, das ist der Lebensbereich. Ja. Das heißt, falls etwas in diesen Lebensbereich reinfällt, hat man den Test nicht bestanden. Das heißt, falls Glas oder irgendetwas oder eine Wand oder eine Decke löst und sich dann quasi absenkt, hat man diesen Test nicht bestanden. Ihr habt den bestanden? Wir haben ihn bestanden mit einem Koffer. Wir haben den einmal geschmissen und dann beschleunigt abgebremst 5-mal.
Das ist cool, oder? Und dann, Das ist schon sehr gut. Also von daher, das könntest du mit deinem normalen weißen Ware-Aufbau, glaube ich, nicht so. Komm, wir gehen mal schnell rein, es regnet nämlich. Kurz Ja. noch etwas sagen. Und Sag's. zwar, wir haben es auf der Seite dann nochmal beschleunigt und dann wieder abgebremst. Also wir haben den Koffer auf die Seite gelegt. Und das sieht man im Video auch sehr, sehr gut. Das heißt, wenn er dann schon nicht mehr im Normalzustand quasi, Ist es bei euch auf der Webseite, das Video? ja, auf YouTube. Okay, Ne? auf YouTube. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ich gucke mal, dass ich noch einen Link reinbaue. Also das ist beeindruckend. Ich frage mal gerade, du bist ja Ingenieur, das macht nicht jeder, oder? Also mich beeindruckt das schon sehr stark. Zumal ich selbst schon bei Crash-Tests dabei war. Zwar jetzt nicht von Wohnfahrzeugen, sondern von normalen PKWs. Genau. Das ist schon beeindruckend. Hier, Schreinerei, wir gehen mal gerade hier rum. Das ist auch interessant, die haben alle Gewerke im Haus. Ja, das ist genau ein ganz, ganz großer Vorteil. Der Kabinenbau, die Lackierung ist hier, der ich sag mal, Innenausbau ist hier. Also von daher, besser kann es eigentlich nicht gehen. Ja, wir drehen heute Samstag, also nicht wundern, dass hier keiner ist. Denn der Vorteil ist natürlich, wenn du samstags drehst, ist alles ein bisschen leiser. Man hört da hinten immer so ein bisschen. So ist das. Klar, ist gut. Das hast du ja vorher nicht gewusst. Du hast das Auto ja, ich sag mal, jetzt übernommen. Du warst entsprechend positiv überrascht oder hast dich informiert, wer das gebaut hat vorher? Ich war natürlich informiert, wer den Koffer gebaut hat. Allerdings war mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass tatsächlich diese Normen, Crash-Normen auch wirklich eingehalten werden. Der ist zertifiziert. Da beginnt es vorne, ich sag mal, es gibt ja immer so Stellen, wo mal Feuchtigkeit eindringen kann. Das wäre hier gar nicht so schlimm, weil außen ja GFK und so weiter, also das verrottet nicht direkt, das fängt nicht an zu schimmeln. Das ist eine riesen Wandstärke, die da dabei ist. 5 Zentimeter. Ist der leise drin, wenn du die Fenster zumachst? Er ist absolut leise. Also wenn die Fenster zu sind, dann ist es also toll. Okay. Das ist nämlich der Vorteil, wenn du mal doch mal übernachtest, mal neben einer Straße oder so, Ja. dann hörst du nicht viel. So gut wie gar nicht. Er ist sicher, du kannst also den Mitteldurchstieg, da werden wir gleich mal sehen, den kannst du ordentlich verriegeln, sodass die Leute, selbst wenn sie das Fahrerhaus knacken würden, Nicht reinkommen würden. Das ist auch wichtig. Das stimmt. Ja, Aufgrund des Führerhauses ist es allerdings in dieser Situation erforderlich, den Beifahrersitz nach vorne zu kippen, damit man alle Türen des Durchstieges öffnen kann. okay, cool. So, du hast den Astabweiser großzügig dimensioniert hier oben drauf. Ja, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Das ist Hobby von Alexander Emmert, dass die super schön werden. Man kann hier mal das Logo der Firma Emmert noch sehen. Und dann auch ordentlich dimensioniert daherkommen. So, die bauen alles selber. Das ist der Hammer. Sogar hier diese Zinken. Selbst die Treppen werden selbst gebaut. Die übrigens barfußmäßig sehr angenehm sind. Dann gibt es auch direkt die Ayurveda-Massage dafür. Das würde ich auch sagen, aber also wir laufen normalerweise zumindest mit Badeschlappen durch die Gegend, also insofern. So, hier ist ein Grill drin. Ja, da ist ein Grill und das ist ein Grill, der demontierbar ist. Hier haben wir eine Außengassteckdose hinter versteckt, wo wir dann auch einen Gasanschluss fürs Grillen, was Elisabeth vorhin schon erwähnt hat, haben. Wohlgemerkt, das ist ein kleiner Gasgrill. Der kann aber genauso gut auch mit Kohle oder auch mit Holz betrieben werden. Zeig mal. Oh, zeigen? Ja, Gut. klar. Dann müssen wir ihn zusammenbauen. Weil das Gucken, ist- ob wir das hinkriegen, das Weil Puzzle. ich glaube nämlich, den zu kennen. Zeig erstmal die Firma bitte. Bestimmt. Den kennst So, du aber, nee, ne? einmal hochkant bitte, dass ich das mal Den zeigen kann. Scotty? Scotty heißt Kennst der. du, ne? Nee, kann ich nicht. Nein? Nein, zeig mal. Aber von den Leuten, die auch wandern, wird er mehr als empfohlen. Also so Radwandern. Ist er schwer? Es geht, 4 Kilo. 4 Kilo. Und das ist der Scotty. Das ist Ja, und wir haben auch noch eine Haube dazu, damit du da drunter dann auch wirklich die Sachen super gut hinkriegst. So, ihr habt schon 2-3 Mal damit gegrillt? Ja, wir sind auch zufrieden. Preis, was kostet? 200 Euro. 200 Euro. Ist Edelstahl, ne? Runter. Es sind Edelstahlbleche oder ist alles Edelstahl. Es wird dann zusammengebaut. Wir haben dann noch die andere Seitenwand.
Gibt da so kleine Markierungen, nachdem man dann das entsprechend zusammenbauen kann. Ich muss auch sagen, du hast mich jetzt sie ist ja auch Pädagogin, muss man sagen. Das heißt, du musst deinem Mann dann wahrscheinlich beibringen, wie man es lernt noch, oder? Manchmal ja. Ich hatte das als erster gemacht und er sagte dann zu mir, also du kannst das reicht. Das reicht. Ja, genau, das sind potente Frauen. Wenn die Frauen das können, dann reicht das so und so. Es reicht doch, dass die Männer das Grillgut auflegen, oder? Oh ja, sehr gut. So, ich sehe noch, du bist von der alten Schule. Ist das genial, das Teil? Erst den Boden. Ich zeige euch mal beide zusammen, denn eins kann ich euch versprechen, ihr werdet nie wieder so jung wie heute. Da hast du was Schau dir mal das Produktvideo von Scotty an. Das geht ruckzuck 2 Minuten, wenn du es gewohnt bist. Während der Sommerurlaubsreise ging es auch schon deutlich schneller. So, das hält auch ordentlich. Das heißt, also durch das Eigengewicht wird es stabilisiert. Es hakt auch immer ein. Es ist also grundsätzlich auch so, dass andersrum, ne? Da ist die Lücke, dass es immer einhakt und dann auch irgendwo verriegelt. Ja, und dann wieder verriegelt. Der gute alte Scotty. Guck mal da. Ich dachte, er wäre ein Raumschiff Enterprise. Ja. Das haben wir jetzt vergessen, aber das wäre eben unten drin. Und dann hast du alles in dieser Tasche. Hier wäre eben auch das. Das ist das Brennerrohr. Das Brennerrohr. Das wird da reingeschoben. Ja. Sag mal, du hast es dann eben auch wieder platzsparend super zusammen. Sag mal, ich habe dich gar nicht so eingeschätzt, als ob du so Camping-Fan bist, weil du... mit dem Rad unterwegs um ein Zelt haben wir schon viel und gerne gemacht. Wo denn? Wo wart ihr? An der Elbe längs, einmal von Dresden bis nach Hamburg. Wir sind am Canal du Midi, am Canal de Bourgogne, in Frankreich als solches, an der Loire. Wir sind, wo waren wir? In Norddeutschland sind wir, wo waren wir hin? Am Elbe-Seitenkanal. Ich darf mal fragen, wie alt du bist? 64. 64 und du? 59. 59. Wo hast du sie denn kennengelernt? Beim Märchenvorlesen. Beim Märchenvorlesen? Ja. Wann war das? Oh, lange, lange ist her. 83. 83. Ja. Du hast vorgelesen, oder wie? Ich habe vorgelesen. Wo war das? Da, wo ich herkomme, in Hamburg, Glashütte. Und da war er da und dann... Er musste die Register ziehen. Wie Register ziehen? Was heißt Für die Orgel. Echt, du bist Orgelspieler? Nein, ich bin, also jetzt nicht mehr, aber ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine Musikschule und zu dem Zeitpunkt... Tut mir leid. Bitte? Es tut mir leid. Ja, danke schön. Das kommt so offen, nicht so häufig rüber, aber alles gut. Und an dem ersten Advent war es, glaube ich, ersten Adventswochenende hat Elisabeth halt Märchen für eine Einkaufsgenossenschaft vorgelesen. Um die Kinder dann eben bei Laune zu halten, während die Eltern einkaufen. Echt? Ja. Und da war sie da und sie sieht wahrscheinlich jetzt noch viel hübscher aus wie früher, ne? Ja, eindeutig. So, und dann, wie war so die Akquise? Wie hast du es gemacht? Also das... Soll ich das jetzt auch noch? Nein. Erzähl mal bitte. Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, ne? Also, also es geht ja darum, ihr seid ja hier auf engstem Raum, deswegen frage ich ja. Das war auch auf engstem Raum. Er hat mich nicht aus dem Auto nicht rausgelassen. Er behauptete, die Beifahrertür lässt sich nicht öffnen. Und dann steigen wir über den Mann hinweg. Wird schwierig. Also musste ich sitzen bleiben. Du listiger Typ, ja, hast ja einfach die Verriet. Aber es ist ja so, man ist auf engstem Raum unterwegs, man muss sich schon ein bisschen lieb haben. Habt ihr euch noch viel zu erzählen jetzt eigentlich? Ach ja, das geht. Doch. Was war heute auf der Hinfahrt? Heute auf der Hinfahrt, da habe ich was über die Schule erzählt, über meine Doofheit mit meinem Arbeitsunfall. Ja. Und wir haben uns noch unterhalten. Ach ja, und dann habe ich relativ lange mit unserem Sohn telefoniert. Das kam auch noch. Auf Lautsprecher gestellt, damit ich ins auch hören konnte. Gespräch involviert werden konnte. Ist das möglich, wenn der Fahrt? Und das ist möglich bei diesem Ausbau. Weil das ist normalerweise beim Vario nicht möglich. Eindeutig. So, jetzt haben wir viel gelernt. Scotty haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass ihr euch beide immer noch liebt habt. Nach wie vielen Jahren seid ihr zusammen? Jetzt lass mich rechnen, von 83? 83 bis, also das fast... 37 Jahre auf alle Fälle, ne? Warte mal, nee, ist mehr. Was 83? 93, ja. 2003, 40 Jahre? Na, noch ganz nicht, ne? Aber wir fast. haben erst 21. Aber fast? Ja, 38. So, und dann, ihr habt viele Kinder? 2. Nein, viel ist wenig, ne? Enkel schon? Nein, und davon ist auch noch lange nicht zu sehen. Du, ich gehöre zu den Spätgebärenden. Ich habe schon 2, deswegen frage ich. Ach so, nee. Ja, ich habe schon 2 Enkel. Ich will euch ja ein bisschen kennenlernen, weil ich sag mal, eine Pädagogin und ein Ingenieur, Ich habe viele Enkel,
Da denke ich mir immer, das ist eine lustige Mischung, denn bei euch wird es nicht langweilig, weil sie hat eine eigene Meinung, du sowieso. Ich so und so, wollte ich gerade sagen. Aber und das dann auf einen Nenner zu bringen, das sehen wir hinter uns. Aber die Ziele, die ihr festlegt, ist das spannend, nicht zu wissen, wo es morgen hingeht? Oder seid ihr welche, die genau abgesteckt haben, auf welchem... Es ist spannend, nicht zu wissen, wo es morgen hingeht. Die grobe Richtung ist natürlich abgesteckt, aber was wir dann abseits des normalen Weges so erleben, das ist was... Finde ich viel spannender. Jetzt ist ja so, in Deutschland kann man ja auch frei stehen, aber ihr seid wahrscheinlich dann selten in Deutschland, wenn ihr wegfahrt, oder? Weniger. Wir sind viel eigentlich jetzt... Da waren wir noch nicht so viel, da soll es aber jetzt hingehen. Der Wagen ist ja gut isoliert und hat auch eben, wie gesagt, warme Füße für mich. Ne? Sag mal, wenn ihr jetzt so einen Stellplatz habt, gut, ihr habt den jetzt nur kurze Zeit. Was habt ihr vorher gehabt? Habt ihr vorher schon einen Camper gehabt? Nein, wir haben uns aber häufig eben Camper gemietet und haben darüber unsere, ich denke doch schon mal ganz guten Erfahrungen gesammelt. So, jetzt habt ihr ja hier bei der Firma Emmert, wer sich ein bisschen auskennt, für so ein tolles Fahrzeug einen sehr moderaten Preis bezahlt. Dann habt ihr rausbekommen, man kriegt ja, wenn man die Fahrgestelle hat, die Autos relativ schnell. Jetzt sind die auch noch nett. Absolut. Ja, und kompetent, würde ich behaupten. Und die können ja hier so RTWs bauen, Feuerwehren und keine Ahnung. Ja. Warum wissen das nicht so viele Leute, dass die gibt? Keine Ahnung. Aber vielleicht sollte man den Geheimtipp nicht zu doll erzählen. Doch, das machen wir jetzt. Machen wir? Okay. Das ist ganz wichtig. Ich dachte, damit das so bleibt. Du hast dein Auto doch schon. Ja, das stimmt. Ja. Aber egal. Also ich zeig's mal gerade. Das ist ein Fahrzeug, den Grundriss werden wir sehen. Ich kann es nur empfehlen. Stehhöhe herrlich, Breite ordentlich. Ihr schlaft quer. Das ist der Riesenvorteil. Ihr schlaft zusammen im Bett? Ja. 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 Gut. Das ist wichtig, weil ich zeige euch mal von der Proportion mit der Frau noch mal gerade. Ein bisschen ihr seid unterschiedlich, aber das passt ja. So, dein Mann ist groß. Bist du einer, der nachts aufs Klo geht? Ab und zu, ja. Aber eher nicht. Ab und zu, ja. Ab und zu, ja. So, das ist ja so, beim Querliegen muss ja der eine beim anderen. Ja, ich schlafe an der Stelle, wo man rauskommt, ohne über einen anderen rüber zu krabbeln. Das heißt, ihr habt euch, du bist dann an der, komm, wir gehen mal rein, gucken uns das mal an. Ich ziehe jetzt mal meine Schuhe aus, deswegen liebe ich schon die Fußmassage. Oh, steht ja oben. Der hat wieder abgeschlossen. Hat abgeschlossen, aber ihr habt ja einen ja Schlüssel. So, dann gehe ich mal kurz rein. Das ist übrigens erwähnenswert. Das ist ein KCT-Fenster. Das ist der Verschluss. Das ist der Grund, warum wir eben nicht durchgucken konnten hinten, oder? Genau. Das ist eine Metallplatte, die magnetisch an das Bullauge angebracht wird. Ich gehe mal eben hoch. Geh mal hoch. Du kannst auch gerne rein. Ja, in dein eigenes Fahrzeug. Danke. Gerne. Gucken. Das ist übrigens hier Victron Energy aus dem Schiffsbau. Das ist die Landstromeinspeisung. Genau. Die ist nicht nur schick, sondern auch funktionell. Zeig mal. Sehr gut. Ja, das ist einfach die Möglichkeit, das Fenster wieder für den Tagesbetrieb zu konditionieren. Ist das so eine magische Kraft, die das festhält, oder wie funktioniert das? Als Magnet. In diesen Ring sind Magnete eingelassen, die dann die Metallplatte magnetisch festhalten. So, hier sieht man auch die Tür, das ist Edelstahl. Ihr habt 2 Scharnierpunkte, die ist mehrfach verriegelt. Ich gucke mal gerade an 2 Punkten. Also hier macht es keinen Spaß einzubrechen. Ja, hoffentlich. Also das ist eine Aluminiumtür. Alu? Ja. Aber die Beschläge sind aus Edelstahl? Ja, die Beschläge sind aus Edelstahl, genau. Wir verwenden auch immer wieder die gleichen Griffe, die sich bewährt haben. Wie gesagt, tausendfach auch funktionieren. Und wenn jetzt jemand unbedingt ein Zusatzschloss haben wollen, ich zeige mal gerade, Markus, ihr bleibt mal ganz kurz da, bitte. Der Markus hat 4 Zusatzschlösser und der hat sich nämlich ein winziges Schloss, was man nur von innen verschließen kann, an der Haupttür reingemacht. Und das ist ja schon mal eine klare Ansage. Das sieht keiner von außen, aber die Tür kriegst du nicht auf, oder? Das ist richtig. Also diese zusätzliche Verriegelung verschafft einfach ein großes Sicherheitsgefühl. Und genau, wenn du mal kurz rausdrehst, dass man mal sieht, was da so rauskommt. Da kommt ein kleiner Kunststoffstift raus. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als Kunststoff. So, also der geht so weit raus, oder wie? Nicht ganz, bedingt durch den Rahmen. Also beim Rausfahren ist es ungefähr die Hälfte. Die Hälfte, aber es langt. An beiden Seiten. Ja, natürlich. Hier auf beiden Seiten sieht man es auch. Ja, plus noch das normale Schloss. Ja, ja, ganz genau. Ja. Plus die normale Verriegelung. Also ich möchte behaupten, wenn man das von innen gemacht hat und man käme selber nicht rein, da hätte man wirklich ein Problem. Also ich wüsste jetzt nicht, auch als Tischler wüsste ich nicht, wie man hier reinkommen sollte. Da muss man sich einen anderen Weg suchen.
Hier kommt definitiv keiner rein. Okay, das heißt, wenn du irgendwann mal im Fahrzeug verstirbst, dann kann man, ja. Aber das ist ja dann nicht mein Problem, da können sich die anderen mit bewerben. Genau, das sage ich auch immer. Das ist so. Und das heißt, du kommst hier nicht rein. Das ist ein wichtiges Thema, was viele begeistert. Genau. Sicherheit im Wohnmobil. Ja. Jetzt passiert ja nichts, muss man sagen. Ist dir jemals irgendwas passiert? Nein. Also ich habe mich auch eigentlich nie unwohl oder unsicher gefühlt und sollte ich das aber haben, dann würde ich dort auch nicht übernachten. Okay. Was ich noch sagen wollte, Markus hat 4 Schlösser, hier sind 2, weil die Tür hier auch etwas enger ist, also nicht so breit ist wie Markus' Tür. Das kann der Kunde aber bestimmen. Das hängt ja auch vom Grundriss ab. Ja, genau. Und man will ja eine breitere Tür. Ja, das stimmt. Ach, die willst du jetzt aber auch, oder? Ja. Und hier haben wir die Aluminiumprofile auch lackiert, ne, von außen. Schön. Damit das Einheitsbild. Das hier baut ihr selber. Die Treppen sind komplett selber gebaut. Zeig mal bitte, wie man die reinfährt. Das ist praktisch deine Treppe in klein. Ganz genau. Das Fahrzeug ist ja nicht so hoch und von daher reicht eine 2-stufige Treppe. Bei mir sind es 4 Stufen, aber die ist natürlich auch vom Gewicht her wesentlich leichter und schmaler. So, gibt es schon mal Momente, wo ihr die Treppe nicht ausfahrt? Und wie kommt man denn dann raus, wenn man die nicht ausgefahren hat? Also man kann natürlich einen Hechtsprung machen. Wir haben da hinten eine 2-stufige Leiter. Achso, die holt ihr mit rein? Mit so einem Tritt, den wir dann mit ins Auto nehmen. Okay, das geht dann. Sehr schön. Das heißt also hier, ich sag mal so, die entsprechend weiße Ware haben wir einen Knopf, da drückst du drauf, da geht das. Das geht hier nicht. Nee, wir überlegen uns auch dann in die Klappe eventuell Mulden einzubauen oder wie gesagt diese Klapp... Scherenklappen nicht, aber es gibt so Klappstufen, die sich auch aufklappen lassen. Ich darf da mal reingucken, was da drin ist? Ja. Lass mal schauen. Da ist ein Loch drin für den Gasabsperrhahn. Richtig. Siehst du mal, habe ich gut erkannt, war auch nicht so schwer. So, jetzt gehe ich durch, die Massage ist ordentlich. Ihr habt eine Kombi-Alarm drin. Ja. Funktioniert die? Ja. Habt ihr schon mal probiert? Nein, wir haben noch kein Gas eingeleitet. Ja, kein Gas ein. Warte mal, ich muss hier hoch. Die Fußmassage funktioniert. Das ist gut. Warte, bitte nichts sagen. Ich muss erstmal hier das wirken lassen, weil ich habe so viel Grundriss in meinem Leben gesehen. Ihr habt eine fast barrierefreie, behindertengerechte Dusche, die so groß ist. Wenn du mal kurz reingehst, bitte. Ist sie trocken? Ja. Die ist trocken. Geh mal rein. Mach mal so die Arme ein bisschen auseinander. Boah, ist das krass. Irre, ne? Irre. Die ist Das Thema ist, der Boden, auf dem Elisabeth steht, kann rausgenommen werden oder ist zum Duschen eigentlich rauszunehmen. Und dann sind da nochmal 10 cm drin. für dich. Für mich. Genau. Also auch die 10 cm ist das, was fehlt. Aber das ist eine Edelstahl-Duschwanne mit 2 Auslässen. Genau. Besser geht's nicht, oder? Nee, Eigentlich nicht, ne? Hat die Firma. Oh, ich habe eine Trenntoilette, eine geile. Oh, ich will auch so eine. Ich habe im Moment so ein Chemieding, das stinkt. Und viele sagen, oh, Trenntoiletten stinken, das stimmt gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Nein. Also Wenn du es richtig handhabst, alles gut. Das wird automatisch abgesaugt, glaube ich. Also Es ist immer ein kleiner Lüfter da, sodass also auch die Luft eben zirkuliert. Und wenn du wirklich darauf achtest, hier an der Seite deine Kurbel zu betätigen, ist alles gut. so, das Zeug hier drinnen ist auch unverrottbar, bis auf das Holz hier. Und deswegen habt ihr einen kleinen Duschvorhang mit dabei. Der ist natürlich richtig klasse, weil so Duschvorhänge kannst du tauschen, wenn die mal verrotten. Die werden ja irgendwann mal unansehnlich, machst einen neuen ran. Gibt es im Supermarkt für 5 €. Naja, Das kleinste Übel. Ja, das kleinste Übel. Das kann man dann verschieben, wenn ihr dann duscht, oder wie funktioniert das? Richtig, das ist so eine Klappstange, die du dann entsprechend vorschiebst. Und dann hast du eben wirklich auch gut Platz, um dich hier drunter zu duschen. Ja, ihr habt die genialsten Fenster der Welt, so viel kann man sagen. Also Hartglas von KCT, ist ein geiler Name, finde ich, Hartglasfenster, aber da gibt es auch so Tests, wie Leute versuchen da reinzukommen. Das ist fast unmöglich. Das macht Vertrauen, oder? Tut es. Also ich finde schon gut, wenn du weißt, du kannst es irgendwo stehen lassen und du wirst nicht irgendjemanden antreffen, wenn du wiederkommst, der da nicht reingehört. So, jetzt ganz wichtig, Stauschränke. Man hat ja ein bisschen was mit dabei. Ich zeige erstmal vielleicht mal, das ist die Toilette. Wenn du die mal gerade öffnest, bitte, sei mal so nett. Vorne geht das Pipi ja rein, hinten geht das Große rein. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Ja, Und? gut. Ich finde sie gut. Und es hält lange? Oder? Wir haben es jetzt so lange nicht nutzen müssen, aber du kannst etwa gute 3 Wochen, bevor du den
Hier unten der... Und vorne runter, wie lange hält Das ist weniger, das hätte ich gesagt, alle 2-3 Tage. Alle 2-3 Tage. Das kann man Zumal aber einfach... wir zu zweit sind. Ich meine, das ist ja Urin, das Biomüll oder sag mal, im Grunde genommen ist es das, was die Tiere ja auch im Wald machen. Ne? Das ist letztendlich auch Biomüll, weil das ja Kokosfasern sind. Kokosfasern. So, da kann man auf dem Kompost sogar, habe ich gehört. Dürftest du tun, ja. So, dann hast du hier ein ordentliches Waschbecken. Ist das leicht zu reinigen? Das ist gut zu reinigen. Ja, das ist ja auch Edelstahl, zwar so mattiert, aber das ist von daher natürlich auch nicht so empfindlich. Hier habt ihr was ganz Tolles hingemacht. Das ist ja Marke genial. Eigenbau. Marke Eigenbau, aber funktioniert. Sehr gut. Werde ich mir sofort zulegen. Das ist nämlich klasse. Licht ist ordentlich. Ist hell genug für dich? Es hält. Ja, also hält gut, also ist noch nicht hell, von der Wand. Hell meine ich, das Licht. Das hell, das reicht auch. Dicke. Mensch, hier vom Spiegel direkt, was willst du? Guck mal, ihr habt eine Mittensitzgruppe. Wenn ihr euch mal beide reinsetzt, wie ihr normal so sitzt, ja, dass ich das einfach mal sehe. Ist Und meistens hier? sag mal, ich habe so einen Grundriss noch nie im Leben gesehen und ich habe viel gefilmt. Eine Mittensitzgruppe mit einem Heckbett. Dann hast du hier einen kleinen Tisch, den kannst du noch absenken. Was hat das? Drehen. Drehen? Wir können ihn auch drehen. Bett machen oder wie? Bitte? Kann man ein Bett draus machen? Nein, ein Bett nicht. Das ist ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Warte, ich zeige das mal gerade. Also das ist eure Gruppe. Ihr müsst nichts umbauen, das bleibt so fix. Das ist klasse. Es findet ja auch viel draußen statt, muss man sagen, im Sommer, oder? Normalerweise 90% des Lebens findet draußen statt. Ne? Ihr seid viel unterwegs. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Typen, die 4 Wochen an einem Ort am Strand bleiben. Dann hätten wir uns ja einen Wohnwagen gekauft. Ja, klasse. Ja, Auch da hinten ist viel Staubraum. was ich toll finde, ihr habt helles Holzdekor drin, das drückt nicht so. Was auch genial ist, sind hier diese Schalterchen, die erinnern direkt an Vario. Das ist wahrscheinlich auch die Original-Mercedes-Schalter, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist alles aus der Feuerwehrtechnik, also für die Ewigkeit gebaut, oder? Eigentlich schon, ja. Also von daher, das sind die normalen Bedieninstrumente, die man eigentlich von überall her kennt. Einmal die Truma, die Dieselheizung. Ja. Betätigung dafür, beziehungsweise auch Warmwasseraufbereitung. Und links dann halt das Display für die Füllstände der Tanks. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, die Tanks sind alle leer. Alle leer. Und von daher zeigt das natürlich nichts an. Das ist die Bedieneinrichtung für die Klimaanlage. Ihr habt einen Staukasten. Ja. Genau. Das ist so, das ist nur ein Infrarot-Empfangsmodul. Das heißt, ihr habt eine Fernbedienung. Wir haben eine Fernbedienung, die wir hier sehen. Ist die gut? Ist die effektiv oder konnte das noch nicht Die probieren? ist super. Also von daher, da müssen wir erstmal umschalten, dass da... Der hat einen Landstrombegrenzer, gell? Das heißt, du kannst die Energie, die es mangelt im Netz, die kannst du hier ergänzen durch die Lithium. Durch die Batterie und dann auch das Herstellen von 230 Volt. So, jetzt kannst du also auch, du hast keinen Landstromanschluss jetzt, das packt er ja locker, hat 3 kW. Also von daher, da gibt es überhaupt kein Problem. Es würde ja jetzt nichts bringen, weil die Fahrkabine ist ja abgetrennt, aber du könntest sie auch während der Fahrt laufen lassen. Das heißt, also die Lichtmaschine wird das packen, von der Aufladung her? Haben wir schon gehabt. Die Lichtmaschine in Verbindung mit der Solaranlage. Packt die das locker. Solaranlage packt das. Was ist oben drauf an Leistung? 400 Watt. 400 Watt, Ja. Okay. So, das heißt, wenn du jetzt in den Süden fährst, kann er schon mal warm werden. Ja. Da musst du so die Wärme ein bisschen hier rauskriegen. Das geht. lässt sich ja super gut durch die Lüftung, ne? Beide also Querlüftung, ne? Über dem Bett und auch dann eben da im Küchenbereich. Also das geht gut. Sag mal gerade so lieb und steig mal da hoch. Ja. Du musst mir nämlich mal was zeigen. Ja. Du bist eine kompakte Persönlichkeit, muss ich sagen, im Vergleich zu deinem Mann. Du schläfst also in der Ecke da, wo du gerade Ja. bist. Das ist so, das sind die gleichen Zumachdinger für die Fenster. Richtig. Wo? Ja, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Abdeckung, ja. Ja. Genau. Ich wohne in Frankreich, ich bin sorry. nicht so lang. Mein Deutsch ist nicht so gut, ja, Zumachdinger. Ja, du legst ans Ich Ende. lege sie da hin und da lege ich meistens auch mein Zeug Genau, drauf, was wenn- ich ausziehe. Wenn du gerade das Und das ist zweite gut. aufmachst. Aber gern. Ist das genial. Das heißt ja Bullaugen, die kann man ja nicht aufmachen, trotzdem kannst du rausgucken. Genau. Das ist, ihr hättet auch ein riesen Fenster da hinten haben können, theoretisch, oder ist es von der Statik? Mehr Charme. Natürlich wäre das gegangen, aber die Bullaugen, die sind doch charmant. Also die- von finde die daher- klasse. Ich finde die klasse. So, da ist euer Fernseher, den können Sie natürlich auch in den Essbereich drehen, Ja. sodass ihr nur einen braucht für alles. Ein Alphatronics, cool.
So, dann Staufächer. Zeig mal, was haben wir denn da so alles? Das sind alles entsprechend, Krank. die auch hier noch ein Ende tiefer gehen. Gut, bei 2,50 Breite hast du natürlich Staufächer plus Länge. Ja. Und das ist echt heimelig hier. Das ist so ein bisschen wie eine Räuberhöhle, oder? Und auch hier oben ist entsprechend immer wirklich Die Scharniere. gut noch was Hier- unterzubringen. Und es klappert nichts. nichts. Und Nichts. es geht auch nichts auf, wenn du es geschlossen hast. Ja, ihr habt mir erzählt, ihr wart in Amerika, da hattet ihr was Wahnsinniges, da habt ihr euch ein amerikanisches Wohnmobil von der Stange geholt. Ja. Wart wo? In einem Nationalpark? Wir waren eben in Kalifornien verstärkt rumgefahren und wir waren auf dem Weg in den Glacier National Park. Auf der Strecke eben, da geht es ja dann schon ziemlich hoch. Und da haben meine Tochter und ich auf dem Fußboden sitzen müssen mit Beine und Arme hoch, um Schränke und Schubladen zuzuhalten. Wir haben- Da ist alles rausgefallen, aufgegangen. Weil es alles rausfiel. Schrecklich. Und von daher war mir gute Verschlüsse ganz wichtig. Sowas muss nicht sein. Elisabeth, Ja. Hand aufs Herz, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Na, Du hast ein Fenster verschwiegen, welches? das mir aber gar nicht aufgefallen ist, weil es so genial zu ist, dass... Wenn es zu ist, dann ist Ist es es hier zu. wirklich dunkel. So. Und so hätten wir eben auch noch Weil den... es wäre mir hier jetzt ein bisschen zu gedrückt gewesen, aber ich habe das Fenster gar nicht gesehen. Achso, ist es aber auch. Wenn du das mal gerade so aufmachst, mach mal auf, Aber bitte. klar. Dass man das mal sieht. Und jetzt könnt ihr nämlich hier morgens öffnen, Und aufmachen, auch hier entsprechend, ne, KCT, von innen reinigen. Auch das. außen. Ja. auch das. Das heißt, du kommst hier einfach ran, kannst hier oben reinigen, kannst es machen. Ihr habt Fliegengitter mit drin, das ist da. Ihr habt USB, habt ihr Leselampe mit drin. Sag mal, das ist so ein tolles Fahrzeug. Was willst du denn? Das ist doch toll. Gar nichts, nur noch losfahren. Losfahren, okay. So, Ein bisschen Zeit, um länger loszufahren. du bist, ich sag's ja ungern, wirst du irgendwann mal aufhören zu arbeiten oder bist du deine Zeit deines Lebens verhaftet? Nicht ganz. Also es dauert noch gut 1,5, 2 Jahre. Ehrenamt, Freunde, werden die das verstehen, wenn ihr mal ein halbes Jahr weg seid? Sagen wir mal so, es gibt welche, die es gut verstehen und welche, die sagen, na ja. Da lernt man die Freunde kennen, oder? Die Ja. Guten haben Ja. keinen Stress damit, wenn ihr wiederkommt, dann seid ihr herzlich willkommen. So, und Ich denke, so ist es. du liest Richtig. gerne? Tue ich. Tu ich. Wo würdest du lesen jetzt hier drin? So ein bisschen rumlümmeln? Entweder da oder ich kann mich da an die Wand mit dem Rücken setzen und Ja. meine Beine sind so, dass ich das noch immer kann. Zeig mal. Das wäre so ein bisschen die Lümmelposition. Du bist ja auch wirklich kompakt. Also klein und fein. Das gibt's doch Kein nicht. Problem. Das ist wie im Ich brauch Zirkus nur noch- fast, ja. Ich brauche nur noch ein Die passt genau da rein, als wäre das so gewesen, oder? Es ist wie für Und sie man kann gemacht. die andere Richtung. Klasse. So, jetzt ist hier vorne ein, ich sag mal, ein Relais mit drin. Das ist wahrscheinlich verbunden mit der Heizung, dass die nicht laufen kann. Kombiniert mit der Heizung, dass die nicht laufen kann, wenn das Fenster geöffnet ist, weil der Abgasausströmer halt direkt unter dem Fenster sitzt. So, es gibt ja auch Heckgruppensitze. Ja. Aber das hier mit dem, ich sag mal, Schlafen ist ja ganz wichtig. Du hast hier einen extrem bequemen Einstieg. Das heißt, darüber brauchst du keine Leiter, du gehst einfach da hoch. Es ist eine echte Alternative zu allen. Ich habe so einen Grundriss noch nie gesehen. Oder du? Nein, so in der Form, nein. Das ist für uns auch- Offroad-Reisemobil. Ich setze mich mal gerade zu dir, dass man mal sieht, hallo Elisabeth. So würde man dann sitzen. Das heißt, man kann sich gegenüber unterhalten, klönen, machen, tun. Man kann auch mal eine dritte Person einladen. Richtig. Das geht auch. Dann habt ihr hier eure tolle Küche. Wenn du dich mal gerade reinstellst, mal so richtig wie du normal stellst und mal mit der Hand mal drüber machst. Das heißt, du hast noch ein bisschen Platz, oder? Ja, genau 2 Meter Stehhöhe ist hier drin. Ja. Und dann mit dem Doppelboden von 30 Zentimetern, dass der Aufbau natürlich nach oben wächst, ist keine Frage. Ne? Hast du noch mehr Licht in der Küche eigentlich? Es ist noch. Nee. Es ist nur noch die da oben. Nee, das ist ja schon an. Nein. Also ich würde noch so eine LED-Leiste. Also möchte ich auch. Ja. Habe ich auch. Habe ich jetzt auch festgestellt, wenn man da steht und schnippelt und tut, ist es schon ganz schön. Man hat noch ein bisschen mehr direktes Licht auf der Arbeitsfläche. Und ist natürlich, ja. Diese Beleuchtung haben den Vorteil, wenn du die Türen öffnest, die Klappen, ist auch im Schrank noch Licht. Ihr habt ja indirektes Licht oben. Ja. Und wenn du mal gerade so nett bist und das Putzlicht mal ausmachst, dass wir mal sehen abends, wie schön das ist, wenn man... Ah, wie herrlich. Man kann es Hinter noch uns dimmen. musst du es auch noch mal ausmachen. Ja, das Ja. nehmen wir von da. Ja. Entschuldigung.
da ist es. Das ist. Nee, das war das Falsche natürlich, Entschuldigung. Ja, nicht schlimm. So, jetzt ist doch gemütlich, oder? Ja. So, jetzt sitzt mal hier, jetzt ist schön Abend. Jetzt musst du dir nur vorstellen, hier ist jetzt das Matterhorn mit Blick drauf und so weiter. Was sind so Reiseziele, wo du sagst, da fahren wir jetzt demnächst mal hin? Also du hast ja eben. Demnächst wollten wir nach Norwegen. Nach Norwegen. Ja. Das ist ja ein großes Land. Ja, du, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und wir haben ja auch vorhin schon gesagt, dass wir lieber morgens nicht wissen, wo wir hinfahren oder abends nicht wissen, wo wir morgens sind. Bis der Satellitenempfang abreißt. Das wäre dann so im Norden dann so das Maximum, was geht. Das wäre nicht ganz so dramatisch, weil es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wir können noch Karten lesen. Genau. Ja, und Internet und so weiter, ja. Ich habe mir jetzt ganz neu einen Kompass gekauft, da kann man durchgucken. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie er funktioniert, aus Edelstahl von einem japanischen Hersteller. Du wirst den kennen, wahrscheinlich. Irgendwas mit Su fängt er an, der Kompass. Suomi? Nee, ist egal. Ich werde ein eigenes Video drüber machen, wenn ich verstanden habe. Und zwar kannst du wie die Seefahrer die Sterne und die Sonne anpeilen und kannst damit die Position bestimmen. Okay. Ziemlich cool, das Teil. Ja. Habe ich in einem Film Zombie. Ist ein Sextant, ne? Ein Sextant. Ist eine Zombie-Apokalypse, da habe ich den gesehen, haben die ihn verwendet. So ein Weltuntergangsfilm, und da habe ich gesagt, sowas musst du unbedingt haben, Klopapier und diesen Sextanten. Und dann kann die Welt auch runtergehen. Ja. So, zeig mal, da vorne ist der Durchgang. Einfach nur mal öffnen, weil wir können jetzt nicht durchgehen wegen des Sitzes. Der ist noch davor. Den Sitz mal vorklappen. Beifahrersitz. Sag mal, was ist das für eine Klappe hier? Kannst du damit die Arbeitsplatte verlängern? Oder? Ja, damit verlängern wir die Arbeitsplatte. Und zwar heftig. Deutlich. Ne? Deutlich, ja. Und das ist doch stabil. Das hält aus. Hält aus. So, dann. Soll sich draufsetzen? Nee, bitte nicht. Soll ich nicht. Weil das haben wir eben gemacht. Da hat sich einer auf eine Auszugsschublade gesetzt. Aber das ist ja alles ordentlich gebaut, wird verriegelt. Dann hast du hier. Das Waschbecken. Das ist auch so, dass du einen Pizzateller mal waschen kannst, oder? Groß genug. Auch, dass ein Eimer mal rein kann, um Wasser zu füllen. So, hier ist die Saatanlage mit drin, ausziehbar. Genau. Markus, komm mal hoch. Hier haben wir einen Zweiflammenherd von Dometic-Herd. Ist ein anderes Raumgefühl wie bei dir. Du hast ja so eine richtige Wohnung. Das hier ist eher so eine gute Stube. Ist ja auch kürzer, der Aufbau. Ja gut, das kann man und muss man auch nicht miteinander vergleichen. Wir reden über grundverschiedene Fahrzeuge, unterschiedliche Radstände. Ich habe einen 6-Meter-Koffer, also von daher ist da natürlich mehr Spiel, um das zu realisieren. Aber deswegen ist ein kleineres Auto nicht schlechter. Ich habe ihn jetzt gar nicht ganz genau im Kopf. Ist egal, nicht schlimm. So, da hast du einen Kühlschrank, mach mal auf bitte. Der ist immer in dem Wintermodus. Oder ist was drin? Nö. Ja, ist noch. Wo ist drin? Muss noch was gemacht werden für den Wintermodus. Habt ihr, unten sind Kekse und die Mäckle streichzart? Genau. Okay. Das ist jetzt der steht auf dem Kompressor, nehme ich an, oder? Der hat kein Gas oder so? Der hat kein Gas, der hat nur einen elektrischen Anschluss. Gut. So, hier oben mal bitte auf. Ja, natürlich. Mal reingucken. Die sind sehr tief, die Schubladen. Da ist die Kaffeemaschine drin. Ein Espresso. Richtig. Hier ist noch nichts drin. Da finden wir noch was für. Da hast du ja 1,4 Tonnen Zuladung. Genau. Da wird schon was kommen. Hier vorne. Was ist da? Sind auch noch mal 2. Ah, da habt ihr diese Teile drin stehen. Ja, natürlich. Das geht so ganz tief rein, und damit es, wenn es so, wenn du mir mal sagst, von wem die sind, vom Hersteller, ist das Lidl oder was ist das? Das ist, glaube ich, No-Name-Hersteller. No-Name. So, also die hast du da. Man sieht hier, das ist da noch drin. Also Emmert hat dort schon allen Platz genutzt, der geht. So, dann große Fenster. Die KCT-Fenster sind natürlich klasse. Die kannst du zum Stoßlüften einfach aufdrücken. Du darfst auch mal reinkommen, bitte. Jetzt sind wir dann zu 1, 2, 3, 4, zu 5. Geht trotzdem. Beachtet mal hier das Muster, ja, welches quasi durch die durch die Möbeltüren so durchläuft. Ja. Also das ist hier das Muster, genau, welches quasi zwischen den Klappen weiter aufgenommen wird. Und da sind die Tischlerarbeiten natürlich ein bisschen aufwendig. Darf ich da mal reingucken in so einen Schrank? Ja, klar. Ja, ja, so, ja klar, entschuldigt. Du hast es mal entschieden für die anderen, aber ist ja eh nichts drin. Entschuldigung. Alles gut. Deswegen passt das. Und hier unten ist noch eine Schublade, mal auf bitte. Unten, ja genau. Wahrscheinlich für Handschuhe und so, klasse. Hier ist so ein Strumpf drin.
So, da. Elisabeth. Ja, klar, alles Elisabeth. gut. Warme Füße sind wichtig. Ihr seid gefahren, wie lange seid ihr gefahren her? 1,5 Stunden. So, ihr habt es aber gleich mit dem Servicetermin verbunden, deswegen Genau. passt das. So, jetzt sieht man hier, also das ist richtig klasse, weil du kommst gut ran. Muss ich nicht verrenken, verbügen. Irgendwie, dann habt ihr die Lichtschalter direkt am Eingang natürlich gemacht, da wo sie auch hingehören. Analoge Lichtschalter, wie herrlich, oder? Ja, Kein natürlich. Bussystem. Nein. Nein, um Gottes Willen. Kann nur kaputt gehen auf langer Fahrt. So, dann guck mal hier. Da hast du ganz viele kleine Schublädchen. Wenn du mal gerade das Putzlicht nochmal anmachst, sei mal so nett. Dass wir den. Das Putzlicht. So, jetzt ist es da. So, für Kleinkram, alles da mit Auto selbst einziehenden. Der Mixer muss ja auch irgendwo hin. Ne? Das ist auch wichtig, wenn du so ein Süppchen aufrührst. Genau. So, das ist zum Einkochen, oder was? Naja, zum Einkaufen, nein, das ist jetzt hier ein bisschen. Nee, zum Einkochen. Der Zucker. Ist es Gelierzucker oder was war das? Nein, das war nur Normaler Zucker. Cool. So, dann, was ist so? Weil Leute fragen sich immer, wo bringe ich alles unter? Macht ihr so eine Packliste? Darf ich mal gerade sehen, die Mauarms? Weil die habe ich früher mal gehabt. Nur mal ganz kurz. Möchtest du einen? Nee, Nein. darf ich nicht Wir haben gucken. eine Runde Mauer am Auto. Das waren 400 Gramm waren das, hast du gesehen? Was? Die Mauarms, die Tüte. Ja? Ja, zeig mal. Echt? Wenn die mal gerade hochhebst. Das müssten. Nein, zulassen. Lass uns zu. Ich will nur mal zeigen. Ich habe nur anhand der Tüte gesehen, dass es die 400 Gramm Tüte war. Du weißt, Das ist schon cool. ich arbeite ja. sich aus. Ja klar kenne ich mich aus. Ich habe in so viel Kühlschränke und Dinger geöffnet. Ja. Das wollte ich nur mal zeigen. Die habe ich ja vorher nicht gesehen. Was ist in der anderen drin? In den großen? Spekulatius. Ist ja Weihnachten demnächst. Ja, genau. Ja. Du stehst aber echt auf Mao-Am. Ich habe die Blogs schon wieder gesehen. Ich liebe Mao-Am, die Blombenzieher. Das ist doch wirklich eine Runde Und aus. hier die Töpfe. Töpfe. Sag mal, Auch irgendwo. hier die ganzen Tischlerarbeiten, das ist richtig toll gemacht. Toll. Oder? Wirklich schön gemacht. Auch diese hellen Furniere, die sprechen mich an. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ich gesagt habe, ja, dieses Fahrzeug soll es werden. Ist ganz aktuell im Moment, also das helle. Ja. Was ist denn das hier an der Wand? Das da. Das sind Topfuntersetzer. Zeig mal. Echt, sowas gibt's? Als mit einem Loch drin. Und das funktioniert. Ja, es funktioniert super gut. Hält. Was ist das für ein Hersteller? Rutschsicher. Steht da irgendwas drauf? Die sind von Blomus, sind die. Aber die Leute fragen sich direkt, was das ist. Also Blomus steht drauf. Das ist auch die Firma. Ist es teuer? Ist auch Blomus drin. Blomus drin. Ja. Toll, ich bin begeistert. Oder? Das ist der Durchstieg. Zeig mal Das bitte. ist auch Durchstieg. Da muss ich jetzt erstmal einen richtigen Schlüssel finden. Weil es gibt da auch zwei Schlüssel. Und auf Anhieb den richtigen. Für hier. Und dann müssen wir auch hier mit dem anderen Schlüssel öffnen. Ich bin total neidisch, dass ihr diesen Vario bekommen habt, der so toll aussieht, dass er ein kultiges Auto ist, das du weltweit reparieren kannst. Was also jeder Kfz-Elektriker irgendwie, der ein bisschen Ahnung von Fahrzeugtechnik hat, der hat eine Luftbremse, oder? Der hat eine hydraulische Bremsanlage, die Luft unterstützt ist. Ja, Toll. So, Handschaltung hat er mit drin. ja 6-Gang. Würde ich auch gar nicht anders haben wollen. Es gab das Fahrzeug, wir haben mit einer Allison-Automatik, die ich nicht ganz so gelungen finde, von den Gangabstufen mit 4 Fahrstufen. Und von daher bin ich froh, dass ich das 6-Gang-Schaltgetriebe erwischt habe. Jetzt mal Hand aufs Herz. Für dich ist das ja mit dem Durchstieg wahrscheinlich nicht so Kein Problem. kein Problem. Aber dein Mann ist ja jetzt echt ein Riese. Ja, da Soll ich muss das ich ein bisschen mehr. Soll ich das vorführen? Nein, machen Nee, machen wir jetzt nicht. Aber es ist, Aber er hat es probiert, es geht. ist das ist ja ein Notfall, oder? Ja, genau. Ja. Nur dann. Ist natürlich auch toll, wenn du einen Hund hättest, weil habt ihr nicht, aber, Nein, aber man- da kann der Hund hier im Fahrerhaus reinmachen und Man hätte dann eben auch die Verbindung da. die Verbindung Richtig. dazu. Toll. Ich denke, es ist wirklich nur eine Notsache. Aber wenn man es braucht, ist es schön, dass man es hat, oder? Ja, ist für mich auch immer wichtig, war für mich auch ein
Wichtiges Detail, dass man zumindest die Möglichkeit im Notfall einfach von vorne nach hinten krabbeln zu können oder wie auch immer. Oder wenn man mal irgendwo unsicher steht, dass man einfach nachts auch abhauen kann, ohne aussteigen zu müssen. Also das war für mich immer ein wichtiges Kriterium bei solchen Fahrzeugen. Was ich toll finde, ist hier die Decke. Das ist das Originalmaterial. Das heißt, ihr braucht da gar nichts aufbringen. Das ist eine eingezogene Decke. Das sieht man, weil sie so matt ist. Und man sieht das hier auch dran. Es ist zwar minimal, ne, aber wir sehen das. Ne? Ja, das aber jetzt muss ich auch sagen, ich halte auch gerade quer mit einer Lampe drauf. Das ist, wer jemals Fliesen gelegt hat, weiß, das ist der ganz harte Test. Wenn du auf Fliesen von oben nach unten mit so einer, weißt du, mit so einem Punktstrahler leuchtest, dann Du direkt gegen die Kante und so weiter, da siehst du natürlich wirklich alles. siehst du alles. Und jetzt sieht man gar nichts. Ihr seid ja auch keine Erbsenzähler, weil normalerweise sind Studienräte, die, ich sag mal, die skizziere ich immer so als Passatfahrer, die dann jeden Piez sehen, ist nicht. Also, Den Passat fährt mein Mann. nee, du fährst einen Passat? Ja, sicher. Soll ich mit dem Porsche beim Kunden erscheinen? Du hast echt einen Passat. Ja, natürlich. Weil die Studienräte alle Passat fahren, deswegen. Nein. Du fährst Fahrrad? Seat. Ja, auch. Vorwiegend sogar. Vorwiegend. So, und ein Seat, was hast du für einen Seat? Arona. Genau. Arona. Du bist nämlich ein Arona-Typ. Hätte ich nicht. Ja, gut. Richtig eingeschätzt anscheinend. Mamba und Arona, so wie sage ich. Komm, wir gehen mal raus, machen wir Abmoderation. Ich bin total geflasht von dem Auto. Ich finde auch toll hier das Navi nochmal, der Navi-Receiver, den ihr hier eingebaut habt. Die nehmen wahrscheinlich selten benutzt, oder? Ja, oder ist es äußerst selten. Eigentlich nutzen wir es höchstens mal als Musikquelle. Radio, es ist ein DAB-Radio mit eingebaut. Echt? Ja. Wenn ihr mal ins Saarland kommt, wir haben 2 neue Sender, Saarfunk 1 und Saarfunk 2, saarlandweit empfangbar. Muss ein bisschen Werbung. Ja. seit 2 Wochen am Senden. Könnt ihr mal einschalten. Sind von mir und meiner Frau. Und das ist wirklich toll. Also das Kombi-Alarm, das ist so ein Gassensor, oder? Falls einer mal... Ja. Ich glaube, die Gefahr ist gar nicht so reell, aber trotzdem... Gut, weiß man nicht, ne? Du weißt ja nie, wo du irgendwann ja doch mal landest. So ist es. Weil es ist schon schwierig, hier Gas einzuleiten. Ja. Komm, wir gehen mal raus. Jetzt gibt es wieder Fußmassage, damit ihr mal seht, wovon ich spreche. Das sind diese Spikes, die hier drin sind. Jetzt hoffe ich, dass ich das überlebe. Ja. Ist aber schon empfehlenswert, die Schuhe drin zu lassen oder beim Ausstieg. Weil es ist schon nichts, ich sag mal, für Leute, die so leicht gehandicapt sind. Gut, ihr seid ja Offroad-Fahrer, seid gut zu Fuß unterwegs. Das ist schon wirklich ein tolles Auto. Wie waren die Reaktionen von den Leuten, die ihr mal gefunden habt? Sehr gemischt, sehr gemischt. Also es gab viel Zuspruch, es gab Neider und es gab auch... Neider in Deutschland? Auch in Deutschland gibt es Neider. Ich habe gedacht, die gäbe es nur in Amerika. Nein. Ich glaube eher in Deutschland. Und es gab... Bei anderen Sachen, man merkt, wer ist Freund, wer ist Feind. Habt ihr das Ding direkt mal so praktisch signalmäßig mal vor die Tür gestellt, damit die ganze Siedlung weiß, was los ist? Naja, man muss ja ein paar Sachen rein und raustragen und somit ließ sich das nicht vermeiden. Ne? Haben denn so die Gardinen ein bisschen gewackelt dann? Sagen wir mal so, es gibt welche, die dann ihren Ausguckposten noch etwas intensivieren. Guck mal da, was die sich gekauft haben. Das haben die bestimmt noch nicht bezahlt, das ist finanziert. Genau. So, das ist so aber man muss sagen, das ist eine Wertanlage. Das Coole ist, dass du mit größter Wahrscheinlichkeit deinen Preis, auch wenn du es in 10 Jahren verkaufst, wenn es da noch Diesel gibt, dann wahrscheinlich wiederkommst. Das ist echt der Hammer, oder? Ja, also genau. Meine Frau hat es richtig ausgedrückt. Und zu dem Diesel, auch in 10 Jahren wird es noch Dieselkraftstoffe geben. Ja, das ist ja mal eine klare Aussage. So, jetzt mal ein bisschen Werbung für dich, denn jetzt haben wir den Leuten die Nase lang gemacht. Du hast eine Aussage, die kann man so, ich sag mal, die wirst du gleich mal in die Kamera sagen, zumindest mal am 27. November kannst du bauen in 12 bis 16 Wochen. Ja. Wenn jemand ein Basisfahrzeug hat. Genau, und nachdem wir uns einig geworden sind, wie die Grundrisse sind. Das dauert aber keine 2 Jahre, diese Einigung. Nein, bitte nicht, sonst können wir die Lieferzeiten auch nicht halten. So, das heißt, wenn ich herkomme, kann ich im Frühjahr mein Auto abholen hier? Ja, genau. Nicht in 3 Jahren? Nein. Nicht in 2 Jahren? Nein. Nicht in einem Jahr? Nein. In 12 bis 16 Wochen? Ein halbes Jahr, also maximal, ja, auf jeden Fall. So, das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, also wenn jetzt jemand im Dezember kommt, plant das da mit dabei, sagt, ich habe noch ein Fahrgestell, das kann auch gerne ein Gebrauchter sein. Ja, kann also auch. sollte bloß guten Schuss sein. Ja, genau. Damit wir nicht viel aufbereiten müssen. So, jetzt guck dir mal an. So hochwertige Aufbauten aufzubauen auf
Fahrgestelle, die Schrott sind, wenn ich so sagen darf, taucht überhaupt nichts. Das ist klar. Da muss man schon eine Basis finden, die vernünftig ist. Du kennst dich ja gut aus, das heißt also auch die Aufbereitung des Fahrzeuges, da war hier ein Fachmann am Werk, oder? Da kannst du von ausgehen. Der Rahmen ist entrostet worden, ist versiegelt worden. Also von daher, da ist schon einiges gemacht worden, um das Fahrzeug wieder in einen vernünftigen technischen Zustand zu behalten, zurückzuführen, wie auch immer. Was ich total cool finde, ihr habt nicht irgendein Gedöns aufgeklebt, ja. Kein Nordstern. Nee, es gibt ja da so Kinder, die sich die Hand geben, so kennst du die an der Reihe und da ist ein Hund noch drauf und so. Braucht ihr nicht, oder? Brauchen wir nicht. Du brauchst auch keine Wappen. Nein, nee. Brauche ich eigentlich auch nicht. Nein. Egal wo du bist, immer irgendwas kaufst im Kiosk oder so und dann draufklebst. Nein, brauchst du nicht. Also nicht. cleane Optik ist dir lieber. Cleane Optik ist deutlich schöner, ja. So. Wir sind wo? Bei welcher Firma sind wir denn? Emmert Fahrzeuge in Lingen. Ihr seid in Lingen. Ich war noch nie im Leben in Lingen. Ich war mal in Münster, das kann ich sagen, und ich war mal in Nordhorn. Das ist auch nicht weit weg von hier, oder? Genau. Ist ganz nah hier. Und ihr seid direkt an der holländischen Grenze. Ihr kommt von weiter weg, oder? Ihr seid von... Naja, so weit nicht, ne? Bad Oeynhausen. Okay. Das war, wie viel? 120 Kilometer. Was ist bei euch in der Nähe von Bad Oeynhausen? Hannover. 60 etwa. Stimmt, Hannover war in den 80ern immer die Stadt mit der größten Mordrate, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht, aber ich lebe noch. Ja, das war so in der... Ich war nämlich immer zur CeBIT, das war früher mal eine Computermesse, kennst du die noch? Ja, kenne ich noch. Ja, es gab mal so Computermessen noch. Ehrlich? Damals. Ehrlich? Ja. Sowas wie Messen kennt man ja nicht mehr, ne? Also, dass ich das ungefähr verorten kann, ihr seid in Norddeutschland, kann man schon sagen. Ja, hinter uns beginnt erst das Wiengebirge und dann beginnt ja letztendlich das Wiengebirge und bis dahin reicht die norddeutsche Tiefebene. Was ist der Radiosender, den man bei euch hört? Ich höre NDR. NDR, welchen NDR? 2. NDR 2. Ja. Aber du kannst auch WDR natürlich empfangen. Die bunten Funkminuten mit NDR 2. Heute zu Gast eine wirklich ganz tolle Wohnmobilfahrerin. Es geht auf die Reise demnächst, ja. Und jetzt muss man ja sagen, hast du denn keine Angst? Wovor? Keine Ahnung, von Eisbären. Und ganz so hoch kommen wir wohl nicht. Und noch bin ich ganz gut zu Fuß. Ihr könntet ja nach Island fahren mit dem Haufen, hätte ich fast gesagt. Naja gut, erstmal müssen wir dann aber auch aufs Schiff, oder? Okay. Das würde aber gehen, das muss man planen. Das ist nicht ganz billig, Island, oder? Das ist richtig. Ich bin jetzt gerade erst 2 Monate dort gewesen und die Überfahrt... Kostet wie viel? Ich habe in der Hauptsaison die Hinfahrt, Fahrzeug, eine Person und Kabine 2.000 € bezahlt, fährt allerdings auch 2,5 Tage und die Rückfahrt war außerhalb der Saison, habe ich 1.000 € bezahlt. Also. Es gibt so eine Einstiegsgebühr, die man zahlen muss, wenn man reinkommt? Oder ist das allein da? Ich glaube, man darf keine Lebensmittel mitbringen, oder? Ja, das war so die Vorgabe. Ich glaube, es war immer so gewesen, maximal 3 Kilo pro Person. Ja. Das wurde Corona-bedingt jetzt nach oben gesetzt auf 10 Kilo, damit die Leute, die ankommen, nicht gleich alle in die Supermärkte strömen. Deswegen hat man es hochgesetzt und Kraftstoff, Reservekanister dürfen nicht gefüllt sein. Das ist die Vorlage. Aber Island ist ein teures Reiseland, aber traumhaft schön. Ich glaube, die müssen alles importieren, alles mit irgendwie Hubschrauber reinfliegen. Also das Einzige, was wirklich günstig war im Verhältnis zu Deutschland, war Schwimmen und der Saunabesuch. Das hat wirklich in Summe hat das immer nur 7 € gekostet, das ist günstig. Alles andere war dort wirklich teuer. Tanken, was kostet so ein Liter Sprit? Also jetzt vergleichbar mit Deutschland. Ich habe gleich bezahlt so um die 1,60 €. Das geht ja noch. Ja, im Verhältnis zu jetzt, aber als ich losgefahren bin, war es hier dementsprechend noch günstiger. Und, aber jetzt sind 5 € oder so kostet der Liter. Nein, so auch nicht. Das irgendwie sagen, wenn du fährst, dass irgendwie praktisch jeder Kilometer schmerzt, ja. Ja gut, ich bin in der Zeit dort 6.500 Kilometer gefahren, also ich habe ein paar Euro generell da gelassen und ja. So, das ist so. Island irgendwann mal, oder wie? Irgendwann mal gerne, ja. Okay, so ist das. Ist ja möglich. Du würdest auch sagen, also wenn ihr es noch nicht gekauft hättet, ihr würdet noch mal hier kaufen? Gerne, ja. Und sie ist auch nett, sie hat euch eben bestochen mit dem Mittagessen. War das gut? Das Essen war sehr gut, aber die Bestechung deswegen würde ich noch nicht so sehen. Das waren 4 €, also das ist so das ist Service hier. Dann müssten wir mehr kriegen, oder?
So, also wenn man Interesse hat, ihr seid in Lingen, ihr habt eine tolle Webseite, einfach googeln, Emmert Fahrzeugbau, habe ich probiert, kommt man direkt in Lingen raus. Fahrzeuge.de www.emmert. Gibt ja eh keiner ein, die googeln ja alle heutzutage. Ja, dann einfach nur Emmert Lingen googeln oder Emmert Fahrzeuge googeln. Übrigens getestet Fahrzeugbau, einfach Lingen eingegeben, dann kommt es auch. Also ihr seid wirklich ein großer Fahrzeugbauer hier, macht 100 Einheiten und ja, wir haben über ein Ziel gesprochen, das werden wir jetzt nicht kommunizieren, aber wir schauen mal. Aber wir lassen, ja genau, wir haben ein Ziel. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich danke dir. Gerne. Und ich danke, du bist ja gar nicht der Mann, warte mal, ich muss mal gucken, wo der Mann ist schon weg. Ist schon weg. So, dann stellvertretend für Elisabeth und Roman. Danke fürs Einschalten. Heute, 27. November 2021. Tschüss.